Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Unser Thema heute: Wer Steuerschulden hat in Deutschland, dem kann der deutsche Pass entzogen werden. Und was zunächst nach einer dunklen, dystopischen Fantasie klingt, ist tatsächlich Realität in Deutschland. Dazu wollen wir heute mit unserem Steuerexperten Sebastian Sauerborn sprechen. Sebastian, wer ist denn von dieser staatlichen Geiselmaßnahme betroffen? Ja, in der Tat ist das natürlich eine krasse Methode, um säumige Steuerzahler in Deutschland festzusetzen, ganz klar. Es kann nicht nur der Pass entzogen werden, auch der Personalausweis kann seine Gültigkeit über Deutschland hinaus verlieren. Mir ist jetzt nicht hundertprozentig klar, wie effektiv das Ganze sein sollte. Man kann ja immer noch im Schengen-Raum ohne Ausweis verreisen. Das heißt also, so ganz festgesetzt in Deutschland bin ich dann doch nicht. Aber ich habe natürlich möglicherweise keinen gültigen Ausweis und nach Übersee kann ich natürlich nicht mehr. Ja, das heißt, Reisen nach Übersee sind dann halt einfach nicht mehr möglich. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Wer konkret muss sich denn jetzt Gedanken machen? Also ich stelle mir das gerade so vor, dass jetzt der ein oder andere unserer Zuschauer, Zuhörer guckt, wo ist sein Pass? Also wer muss jetzt den Passentzug wirklich befürchten? Also gibt es natürlich sehr viel Ermessensspielraum und ich halte das auch nicht für eine Maßnahme, die sehr häufig angewandt wird. Also wir haben keinen Mandanten, bei dem sie angewandt wurde. Ja, also wer weiß, ob sich das in Zukunft verschärfen wird. Ist ja gerade einiges im Umbruch. Aber erfahrungsgemäß, was ich so kenne von anderen Kollegen, die damit schon mal zu tun hatten, wo das vielleicht möglicherweise angedroht wurde, ja, also letzte Maßnahme, wenn jemand nicht mit dem Finanzamt kooperiert und im Ausland ist, dann ist jeder, der über 50.000 Euro Steuerschulden hat, möglicherweise davon betroffen. Vorausgesetzt natürlich immer, dass er hier mit dem Finanzamt keinen Kontakt hat und es so aussieht, wie wenn er sich abgesetzt hätte und diese Schulden nicht bezahlen will. 50.000 Euro ist schon ein ordentlicher Betrag, den du gerade genannt hast. Also wie kann es dazu kommen, dass man so eine Summe dem Finanzamt schuldet? Ja, es gibt natürlich eine Vielzahl von Gründen, aber ich meine, auch wenn man jetzt seine Steuern bezahlt hat, kann man ja nur an die Wegzugsteuer denken. Ja, das ist ja so eine Falle, die sehr viele gar nicht bedenken. Wir hatten zum Beispiel Mandanten, die also Deutschland tatsächlich verlassen haben ins Ausland und einfach mit der Wegzugsteuer das nicht berücksichtigt haben. So, und dann haben sie schon zwar im Ausland gewohnt, dann hat das Finanzamt denen geschrieben und hat gesagt, ja, hier ist Wegzugsteuer zu zahlen. Und da bliebe nichts anderes übrig, wieder zurückzukommen. Ja, und Wegzugsteuer wird ja dann leicht geschätzt. Ja, wenn ich da keine Bewertung dem Finanzamt einreiche, dann schätzen die Bewertung auf Basis der Gewinne, die in den letzten Jahren davor dann in der Steuererklärung erklärt wurden. Und da kann ich natürlich sehr schnell sehr hohe Schulden haben dann, die dann dort festgesetzt werden. Natürlich, also wie gesagt, der Passentzug ist vor allem ein Thema, wenn man nicht mit den Behörden reagiert. Also wenn man hier natürlich sich in Behandlung begibt, möglicherweise einen Anwalt oder einen Steuerberater beauftragt und hier Kooperationsbereitschaft zeigt, dann würde ich sagen, das Risiko ist gering. Aber wer einfach so verschwindet und sagt, es ist mir egal, der hat womöglich schlechte Karten. Ne? Was würdest du jetzt einem Mandanten konkret raten? Also ich würde jedem raten, der Deutschland verlässt, dass er sicherstellt, dass er weiter fürs Finanzamt erreichbar ist. Also ich würde zum Beispiel jedem raten, neben der Abmeldung beim Einwohnermeldeamt auch den Steuerberater ein separates Schreiben ans Finanzamt verfassen zu lassen mit der Information, dass man jetzt weggezogen ist und dass bitte sämtliche Korrespondenz jetzt an den Steuerberater zu richten ist. Das ist meine Empfehlung. Nur wenn ich mich jetzt abgemeldet habe komplett, also ich melde mich beim Einwohnermeldeamt ab, wie du gesagt hast, ich melde mich beim Finanzamt ab. Was könnte jetzt noch für Korrespondenz überhaupt kommen vom Finanzamt? Ja, das ist eine gute Frage. Also die meisten Mandanten bekommen ja diesen berühmten Brief mit den 16 Fragen, wo sie Belege zum neuen Wohnsitz einreichen müssen, was weiß ich, Stromrechnung, Gasrechnung, Mietvertrag und so weiter. Und ich meine, man könnte jetzt ja sagen, naja, okay, ich zeige mal dem Finanzamt hier den Finger, ja, und verweigere die Antwort, das könnt ihr mir anhaben.
ich bin im Ausland, ich will nicht mehr zurück nach Deutschland. Aber meiner Meinung nach ist es genau keine gute Idee. Der Umzug ins Ausland soll ja sowieso rechtskonform eingerichtet sein. Das heißt, man hat nichts zu befürchten, man hat auch nichts zu verbergen. Deshalb das wir seit Jahren predigen. Und aus meiner Sicht ist es komplett kontraproduktiv und stressig, hier jetzt gegen das Finanzamt ankämpfen zu wollen, weil man sowieso verliert. Ja. Also überhaupt keinen Sinn. Man muss die verfügbaren Möglichkeiten nutzen, der steuerlichen Optimierung, die legal sind, zum Beispiel ins Ausland umziehen, aber muss natürlich gleichzeitig schauen, dass man seine Schäfchen in Deutschland im Trockenen hat. Jetzt, wie kann man sich oder wie sollte man sich so einen Passentzug konkret in der Praxis vorstellen? Oder wie läuft sowas ab? Wie funktioniert das? Bekomme ich dann einen Anruf, bekomme ich ein nettes Schreiben, soll irgendwo hingehen, meinen Pass abgeben oder wie läuft das? Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Also wie gesagt, soweit ich das ja sehen kann, ist es keine Maßnahme, die sehr häufig hier angewandt wird. Aber bei den Maßnahmen, die eben möglich sind, ist das eine und vielleicht die letzte. Und in der Regel funktioniert es so, wenn man jetzt hier anderen Erfahrungsberichten trauen darf, dass man halt einfach irgendwann am Flughafen ankommt, ja, von einer Auslandsreise und dann wird man dann mitgenommen in ein Seitenzimmer und dann wird dann der Pass abgenommen. Oder auch, man muss ja, wenn man im Ausland lebt, dann immer zur deutschen Botschaft gehen in dem Land, wo man lebt, um sich dort letztlich bei abgelaufenem Pass einen neuen zu besorgen oder auch einen Personalausweis. Und dann wird halt bei der Gelegenheit dann letztlich der Pass weggenommen. Ja, man kann zwar Rechtsmittel einlegen, aber die haben keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, man verliert auf jeden Fall sein Ausweisdokument. Man kann natürlich immer, wenn man im Ausland ist, ein Dokument bekommen, um zurück nach Deutschland zu fliegen. Aber das war's dann. Verstehe. Was ist jetzt zum Beispiel, wenn jemand Steuerschulden hat, aber diese Steuerschulden tatsächlich nicht bezahlen kann? Also als vermögenslos, kein Geld. Muss er dann zwangsläufig aus dem Ausland zurück nach Deutschland wiederziehen? Also erstmal, pleite zu sein, ist ja keine Straftat. Ja. Also wenn ich jetzt meine Steuern erklärt habe beim Finanzamt, meine Einkünfte erklärt habe, korrekt meine Erklärungen gemacht habe, dann aber nicht in der Lage bin, diese Steuern zu bezahlen, weil ich das ganze Geld ausgegeben habe, mein Geschäft mir eingebaut und sowas, dann ist es erstmal ja keine Straftat. Man muss es natürlich dem Finanzamt dann mitteilen. Man kann auch eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Und dann muss man halt in ein Insolvenzverfahren gehen. Damit findet ja dann eine tatsächlich auch rechtlich belastbare Entschuldung statt. Ja, also nichts machen funktioniert nicht. Man muss die Schulden neutralisieren, muss sich entschulden. Ja, da gibt's verschiedene Länder, in denen ein Insolvenzverfahren sich anbietet in der EU. Irland ist eins davon. Wir unterstützen ja auch einander dabei. Das Insolvenzverfahren dauert dort mit Vorbereitung 18 Monate. Es ist im Vergleich zu Deutschland sehr diskret. Man hat keinen Insolvenzverwalter, an dessen Gängelband man dort hängt. Und für viele ist es eine Alternative, gerade bei hohen Schulden, das Insolvenzverfahren zu durchlaufen. Okay. Und dann in dem Fall würde kein Passentzug drohen. Ist das richtig? Korrekt, ja. Das Insolvenzverfahren ist ein legitimer und rechtlich einwandfreier Weg, sich der Steuerschulden zu entledigen oder sich der meisten Schulden zu entledigen. Natürlich, es ist extrem wichtig, dass man trotzdem Steuererklärungen korrekt eingereicht hat. Wie gesagt, wenn man seine Steuern nicht bezahlen kann, das ist nicht strafbar. Keine Erklärung, um eine falsche Erklärung einzureichen, kann eine strafbare Handlung sein. Und dann gefährde ich dann damit sogar auch die Entschuldung per Insolvenz, denn Schulden nach strafbaren Handlungen können möglicherweise nicht durch ein Insolvenzverfahren aus der Welt geschafft werden. Ja. Also es ist extrem wichtig, sich rechtskonform zu verhalten. Das heißt, wenn ich meine Steuern nicht bezahlen kann, wie gesagt, ist darauf zu achten, dass ich alle Erklärungen korrekt eingereicht habe. Selbst wenn ich hier dem Finanzamt damit dann eingestehe, müsste jetzt eigentlich 500.000 an Steuern bezahlen, kann es aber nicht. Ja. Und dann eben ins Insolvenzverfahren zu gehen. Was hältst denn du von der Alternative, sich eine zweite Staatsbürgerschaft zu beschaffen? Ich halte das grundsätzlich für eine sehr gute Idee und jetzt nicht wegen diesem Passentzug. Ja. Also ich muss sagen, ich halte den Passentzug für eine Maßnahme, die sehr selten angewandt wird. Zumindest momentan. Wer weiß, was in Zukunft passiert. Wir haben ja von einigen Drohkulissen hier auch schon gesprochen und so. Und da muss das nicht ins Detail gehen. Aber wer weiß, was da passiert. Ja. Aber es gibt natürlich andere Dinge, die jetzt damit gar nichts zu tun haben, wie zum Beispiel die Besteuerung der Staatsangehörigkeit. Das wird ja offen diskutiert. Die Grünen haben es in ihrem Wahlprogramm drin. Ja, also da kann man natürlich schon
davon ausgehen, dass das mal möglicherweise irgendwann kommt oder tatsächlich diskutiert wird. Und dann ist es natürlich besser, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hat. Verstehe. Das heißt, Sebastian, du meinst also eine Staatsbürgerschaft sich zu kaufen, letztendlich damit, wie das beispielsweise in St. Kitts und Nevis oder in Vanuatu oder der Türkei und etlichen anderen Ländern möglich ist? Ja, das ist sicherlich eine Option, aber ist natürlich teuer. Ja, also man sollte sich natürlich zunächst mal überlegen, welche anderen Möglichkeiten es gibt. Ja, also es reichen ja schon in vielen Ländern 5 Jahre oder weniger des Wohnsitzes aus, um die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Heirat ist eine Möglichkeit. Vielleicht hat man sogar Vorfahren. Also wir sehen das ja immer wieder bei Mandanten, dass die irgendwelche Vorfahren haben und damit eine Staatsbürgerschaft erwerben können. Also ich hatte eine Mandantin, die eine jüdische Großmutter hat und jetzt die israelische Staatsbürgerschaft beantragt. Ja, also da gibt es viele Beispiele. Verursacht das jetzt ein Problem mit der deutschen Staatsbürgerschaft? Muss man diese nicht komplett aufgeben letztendlich dann? Ja, also Deutschland ist da natürlich, was die doppelte Staatsangehörigkeit anbelangt, kompliziert. Ja, die Frage ist halt wirklich, vielleicht ist ja sogar mein Wunsch, die deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben. Man muss sich jetzt hier beim Doppelpass sicherlich gut beraten lassen. Wir sind mit Sicherheit keine Experten dafür. Also da muss man jemanden suchen, der sich damit auskennt. Mein Verständnis ist, dass nach dem Grundkonzept des Staatsangehörigkeitsgesetzes die doppelte Staatsbürgerschaft möglich ist, aber nicht als Regelfall vorgesehen ist. Und wichtig aus, gibt keinen generellen Anspruch auf doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Ja, denn es gibt jetzt ja doch auch viele Bestrebungen, ja, in vielen Ländern, dass dieses Thema doppelte Staatsbürgerschaft im Grunde genommen letztlich bis auf einige Ausnahmefälle verboten werden soll, nämlich genau aus dem Grund. Bei EU-Staatsbürgerschaften und bei Schweizer Staatsbürgerschaften sollte es möglich sein, aber wie gesagt, wir sind keine Experten und können ja auch nicht wirklich beraten. Also mit Sicherheit ist es ein komplexes Thema und man muss sich das gut überlegen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kenne natürlich eine Reihe von Mandanten, die haben den Erwerb der zweiten Staatsbürgerschaft der deutschen Behörde nicht gemeldet. Ich kann mich an einen Mandanten erinnern, der hat die schwedische Staatsbürgerschaft erworben. Das war sehr einfach. Der war mit einer Schweden verheiratet, hat ein paar Jahre gelebt. Ja, hat jetzt die schwedische Staatsbürgerschaft, hat einen schwedischen Pass. Der hat zwar den Schweden gesagt, dass er die deutsche Staatsangehörigkeit hat, weil die damit kein Problem haben, aber hat in Deutschland nie gemeldet, dass er auch die schwedische hat. Ja, ich sage nicht, dass das klug ist, weil möglicherweise hat man damit schon automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft aufs Spiel gesetzt. Also mein Verständnis ist, dass man das vorher melden muss, letztlich bevor man die zweite Staatsbürgerschaft annimmt, dass man die deutsche weiterhin behalten will. Und in dem Moment, wo ich die zweite annehme, habe ich möglicherweise die deutsche verloren. Ja, also ich will es nicht empfehlen, ja, ganz klar. Aber es gibt natürlich Mandanten, die das machen. Sehr interessantes Gespräch, Sebastian. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Vielen Dank. Habe mich gefreut. Und bis zum nächsten Mal.